Moin und herzlich willkommen bei AMD am Herd. In dieser Woche gibt es den zweiten Teil von 6 Spaghetti-Sessions, in denen wir leckere Pastagerichte kochen und mehr über die Grundlagen der Pasta-Zubereitung erfahren. In dieser Folge kochen wir den Klassiker der italienischen Küche Spaghetti aglio, olio e peperoncino. Und los geht's! Wir brauchen dafür noch Knoblauch, kaltgepresstes Olivenöl, Chili und frische Petersilie. Dann noch einen Topf zum Kochen der Pasta, eine Pfanne zum Mischen der Pasta mit unserer Soße, ein Messer zum Knoblauch und Petersilie schneiden, eine Kelle um Pastawasser abzuschöpfen und eine Pinzette zum Rühren und Anrichten. Bei vielen Pastagerichten können die Wartezeiten sehr gut genutzt werden, um die Zutaten vorzubereiten. Bis das Wasser kocht, schneiden wir den Knoblauch und bis die Pasta bereit ist, schneiden wir die Petersilie und fangen mit der Soße an. Die Knoblauchknolle andrücken, um ein paar Zehen zu lösen. Da wir Knoblauchscheiben haben möchten, ziehen wir die Knoblauchschale vom unteren Ende ab und mit etwas Druck und Bewegung der Zehenspitze löst sich die Schale relativ einfach. Wie schon im letzten Video gezeigt, mit dem Daumen und dem Zeigefinger die Klinge kurz über dem Griff des Messers fassen und den Griff mit der Hand festhalten. Stellt euch das Messer wie eine Verlängerung eures Arms vor. Mit einer Art Klauengriff können wir den Knoblauch gut halten und schützen unsere Fingerspitzen vor der Klinge. Wir lassen uns etwas Zeit beim Schneiden und fangen langsam an, möglichst dünne Knoblauchscheiben zu schneiden, indem wir das Messer mit wenig Druck kurz nach hinten ziehen. Wir schneiden insgesamt 3 Zehen für 2 Portionen Pasta, da die Zehen heute nicht allzu groß sind. Das mittlerweile kochende Wasser bekommt 2 großzügige Prisen Salz. Die Spaghetti mittig halten, drehen und rein damit. Jetzt geht's zum Herd. Beim Erhitzen von kaltgepressten Ölen wie dem hier verwendeten Olivenöl sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass der Herd auch funktioniert und wir mit niedrigen Temperaturen arbeiten. Lieber bei Bedarf später etwas höher stellen. Etwa 6 Esslöffel Olivenöl in die Pfanne geben und die Knoblauchscheiben mit der Pinzette etwas verteilen. Kurz noch die Spaghetti ins Wasser tunken. Und weiter geht's mit der Petersilie. Den ganzen Bund nehmen und die Blätter von den Stielen trennen. Gerade in den Stielen ist sehr viel Geschmack. Daher nehmen wir wieder unsere Klaue zum Festhalten der Stiele, schneiden diese mit dem Messer in recht feine Stückchen und geben dann alles in unsere Pfanne. Am besten jetzt nochmal den Knoblauch kontrollieren. Das Öl kann ein kleines bisschen mehr Hitze vertragen, also stellen wir eine Stufe höher. Um das Öl weiter zu aromatisieren, gebe ich noch eine kleine Prise Chiliflocken dazu. Für etwas mehr Schärfe ist es absolut in Ordnung, sich später mehr Chiliflocken zu nehmen. Die Petersilienblätter kompakt zusammendrücken, falten und ihr habt es euch schon gedacht, wir brauchen wieder die Klaue. Der Daumen sollte sich beim Schneiden immer hinter den anderen Fingern befinden. Mit dem Zeigefinger oder Mittelfinger kann die Klinge geführt und die jeweilige Schnittmenge kontrolliert werden. Die Petersilie auf dem Brett etwas drehen und nochmal mit dem Messer durchgehen, um sie feiner zu schneiden. Die Pasta dieses Mal schon 2 bis 3 Minuten bevor sie al dente ist rausholen, da wir sie gleich in der Soße zu Ende kochen. Zur Kontrolle am besten die Spaghetti probieren. Das passt so, also auf zum Herd. Die Knoblauchscheiben sollten nicht braun oder dunkel werden, das ist gerade noch gut hier. Eine Kelle Pastawasser in die Pfanne geben, um den Bratvorgang abzubrechen. Bei niedriger Hitze zischt es auch nur leise. Dann die Pasta mit der Pinzette in die Soße geben und wir stellen den Herd jetzt auf mittlere Stufe, um die Spaghetti al dente zu kochen. Unter ständigem Rühren, je nach Bedarf noch 1 bis 2 Kellen Pastawasser dazu kippen. Es sollte an dieser Stelle nicht zu wenig Pastawasser in der Pfanne sein. Das Ganze ist jetzt zwar noch ziemlich dünn, aber durch die Mantecatura, also dem ständigen Mischen und Rühren, verbinden sich mit Hilfe der Stärke aus dem Pastawasser die Zutaten und die Soße wird von der Pasta aufgenommen. Durch Schwenken wird dieser Prozess weiter beschleunigt. Jetzt sieht es schon ganz gut aus. Das mit Knoblauch und Chili aromatisierte Olivenöl und das Pastawasser haben sich zu einer samtigen Soße mit einer cremigen Konsistenz verbunden. Die Petersilie unterrühren, schwenken und dann geht's auch schon zum Anrichten. Mit der Schöpfkellen-Pinzettentechnik bauen wir wieder 2 Türmchen. Die restliche Soße aus der Pfanne nicht vergessen, je nach Schärfeverträglichkeit Chiliflocken drüber streuen und mit etwas Deko Petersilie abschließen. Die Statisten fürs Foto platzieren und dann haben wir's. Spaghetti aglio, olio e peperoncino. Italienischer kann eine Pasta wohl kaum aussehen und schmecken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr meine nächsten Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal und frohes Kochen!